After many years later, maybe we will look back, we recognize that, oh, that's the moment when everything changed. In 5 years, AI is going to literally be in everything we do. As humans, we have to, first of all, understand that this is going to happen. Many technologists try to solve human problems using technology when actually what we need are human solutions. Donc les questions très deep, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être humain? Qu'est-ce qui fait que je suis fier de quelque chose que j'ai fait? I find this moment extremely profound because it really forces us as a humanity to think through exactly what consciousness is. What makes humans human? Es geht hier um richtig viel. Es geht um Karrieren. Es geht hier um unglaublich viel Geld. Wer entscheidet, wie die Zukunft aussieht? Das weltweite Wettrennen um die Vorherrschaft im Zeitalter der künstlichen Intelligenz hat begonnen. Es geht um Wirtschaftswachstum, um politischen Einfluss, um Macht. Zwischen China, den USA und Europa. Zwischen großen Tech-Konzernen und Start-ups, die sie herausfordern. Wer den Anschluss verliert, wird keine zweite Chance bekommen. Jonas Andrulis hat eines der einflussreichsten KI-Unternehmen Europas gegründet. Mit seiner Hilfe könnte der Kontinent zur KI-Weltspitze aufschließen, unabhängiger von den USA und China werden und seinen Wohlstand für die Zukunft sichern. Diese Zeit ist eine richtungsweisende Zeit für Europa. Letzte Chance, letztes Spiel. Nur ein Europa, was die Technologie selber bauen kann, kann dann gemäß unserer Werte entscheiden, wie wir sie einsetzen. Thomas Wolf ist Mitgründer von Hugging Face, der wichtigsten Open-Source-Plattform für künstliche Intelligenz. Er will verhindern, dass eine der machtvollsten Technologien der Menschheitsgeschichte in den Händen von wenigen Großkonzernen landet. Il faut qu'on ait une diversité d'acteurs. Il ne faut pas qu'on ait un acteur qui soit le seul propriétaire de l'IA. Un futur où on a une technologie aussi fondamentale qui est détenue par une seule entreprise privée, ça me semble assez évident que ce n'est pas un futur qu'on veut. Enfin, en tout cas, dans tous les films, c'est le début d'une dystopie. Han Xiao ist ein chinesischer KI-Unternehmer. Mit seiner Firma Jina versucht er sowohl auf dem westlichen als auch auf dem chinesischen Markt erfolgreich zu sein. Welche Rolle spielen chinesische KI-Unternehmen im globalen Wettrennen? Und wie werden sie für die politischen Ziele der kommunistischen Partei eingesetzt? ChatGPT or GPT-4, it basically serves as a brain. And this brain cannot be made in US, right? So this is some worry that the Chinese government has. The culture of each country, right? How each government runs this country will eventually be reflected into this brain. It is absolutely clear that at the highest levels of leadership in the United States and in China, artificial intelligence is viewed as foundational to the future of economic and military power. Wir haben uns ein wirtschafts-, finanz- und politisches System aufgebaut, das davon ausgegangen ist, alles läuft bequem so weiter. Wir kriegen billiges Gas aus Russland und die Amis passen auf uns auf und deswegen brauchen wir kein Geld für Rüstung ausgeben. Und China ist immer freundlich und das läuft alles, wir sind bequem geworden. Und diese Bequemlichkeit jetzt mal zu durchbrechen, abzuschütteln und zu sagen, wir können auch mal wieder Offensivpolitik machen. Wir gehen in den Wettbewerb, wir schaffen hier Wettbewerbsbedingungen, wir sorgen dafür, dass die coolen Unternehmen, die wir haben, auch groß werden und dann auf dem Weltmarkt mitspielen können, das ist schon angezeigt. Ende 2023 kann Robert Habeck in diesem geopolitischen Strategiespiel einen Punktsieg verbuchen. Aleph Alpha, ein deutsches KI-Unternehmen, sammelt $500 Millionen von Investoren ein.
Es ist eine der größten europäischen Finanzierungsrunden für diese Technologie und ein Signal. Europa kann im Bereich KI internationale Top-Player hervorbringen. Jonas Andrulis ist der Gründer und CEO von Aleph Alpha. Er setzt vorrangig auf Investoren aus der deutschen Industrie, SAP, Bosch und die Schwarz-Gruppe, zu der die Einzelhändler Lidl und Kaufland gehören. Ich war Amateurfunker. Ich habe mit dem Lötkolben Funkgeräte gelötet, selber Antennen gebaut. Und dadurch, dass mein Vater sehr früh auch Computer zu Hause hatte, konnte ich mit ganz jungen Jahren anfangen zu programmieren und mit Computern rumzuspielen. Als wir gestartet sind, da gab es den Begriff generative AI noch nicht. Da war OpenAI kaum bekannt. Wir waren sehr technisch. Wir haben es geschafft, kategoriedefinierende Innovationen zu machen. Wir waren halt Nerds, wir waren Researcher. Und wir hatten schon Situationen, wo ich das Gefühl hatte, ich werde der Menge an Arbeit und den Herausforderungen gerade nicht gerecht. Ich kann noch so viel irgendwie jeden Abend E-Mails beantworten, bis ich irgendwie vor Müdigkeit von der Couch falle. Aber dennoch gibt es Dinge, die ich vernachlässige und die ich eigentlich nicht vernachlässigen will. Es ist Frühjahr 2023 und in der europäischen KI-Landschaft ist es recht einsam. Jonas Andrulis hat mit seinem Start-up Aleph Alpha die einzige generative KI gebaut, die auf internationalem Top-Level mithalten kann. Das Know-how dafür hat er als hochrangiger KI-Forscher bei Apple erworben. Jetzt gehört er plötzlich zu Europas Hoffnungsträgern im Rennen um die Weltspitze. Aktuell sind wir einfach nicht in der Lage, diesen ganzen Ansturm von potenziellen Kunden und Partnern dem überhaupt gerecht zu werden. Das DAX 30, ja, da haben ein Großteil der Unternehmen haben sich gemeldet. Viele Beratungen, Mittelständler, Presse, Veranstaltungen natürlich unglaublich viele. Das ist wie so eine kambrische Explosion gerade, in der jetzt unheimlich viel Neues und Kreatives entsteht. Also wir sind der einzige Europäer aktuell in der Größenordnung, der mit dabei ist. Das war schon eine spannende Entwicklung. Haben wir auch so etwas wie OpenAI? Ja, haben wir sogar. Vielleicht coolere. What is missing and what I think deserves more attention in the EU is why there are not more domestic companies that actually grow and scale. So a lot of company leaders, startup innovators end up going to the US, and the access to capital is really one of the main challenges. Wenn man sich das anschaut, was wir machen, das ist Grundlagentechnologie. Was ich dafür brauche, ist eine ausgesuchte, schlagkräftige Truppe von brillanten Researchern. Dann brauche ich Kohle. Mehr Geld, als man normalerweise als deutsches Startup kriegt. Mittlerweile geht es um Milliarden. Und dann braucht man Partner, die einem helfen, mit Hilfe, die man auch nicht für Geld kaufen kann. Ja, OpenAI bekommt eben nicht nur 10 Milliarden von Microsoft, sondern bekommt auch eine unglaubliche Unterstützung dabei, diese Technologie in alle Microsoft-Produkte und Plattformen einzubauen. Aleph Alpha hat zu diesem Zeitpunkt 60 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten, die meisten in Heidelberg, wo die Firmenzentrale ist. Anders als OpenAI will Andrulis mit seiner KI nicht private Nutzer erreichen, sondern die Industrie und öffentliche Verwaltungen. Doch die sind schwerfällig und nicht leicht zu überzeugen. Für Jonas Andrulis ein Problem. Er braucht Pilotprojekte, um zu beweisen, dass seine Technologie funktioniert. Wenn man sich hier hinstellt, wirst du von einer virtuellen Person angesprochen. Guten Tag, darf ich Ihnen helfen? Wo wollen Sie hin? Und dann kann ich hier, bup, bup, bup. Wir müssen immer mehr in die Richtung gehen. Das ist nicht gut. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich weiß, das ist dein Arbeitsplatz, aber wir sind ja heilfroh, dass wir dich noch haben. Sie geht jetzt demnächst wahrscheinlich mal in ihren verdienten Ruhestand. Nächstes Jahr. Wenn ich Sie frage, möchtest du noch ein bisschen länger arbeiten? Das ist meine Standardfrage mittlerweile, weil ich brauche dich, weil wir nicht genügend Fachkräfte nachbekommen. Also, das ist ein Riesenthema. Was ist für uns wichtig? Soziales Miteinander. Das ist natürlich Hauptthema Innovation.
Die Stadt Heidelberg hat als eine der ersten Kommunen weltweit einen KI-Bürgerassistenten eingeführt. Das Sprachmodell dahinter stammt von Aleph Alpha. Wir haben einen Partner, wir haben einen Kunden, mit dem wir gemeinsam diese neuen Technologien uns anschauen können und den wir als Referenz auch erfahrbar haben. Jeder kann hingehen und das ausprobieren. Und das ist ein Riesenvorteil. Denn viele unserer anderen Kunden, die wollen erstmal nicht genannt werden. Die wollen nicht zeigen, was sie genau machen. Da ist das natürlich schon toll, so einen Pilotkunden zu haben, der gleichzeitig auch ein bisschen visionär und mutig ist. Langfristig soll künstliche Intelligenz die öffentliche Verwaltung schneller und den Bürgerservice besser machen. Ich gebe einfach die Frage ein, Kfz, Belastung B37, das ist jetzt eine stark befahrene Straße, und lasse danach suchen. Das ist sehr allgemein die Frage. Das ist dann die Frage, ja, zu welchem Zeitpunkt, ist das jetzt eine Jahresbilanz oder eine Tagesbilanz? Die KI hat natürlich jetzt zu arbeiten, was will der eigentlich? B37 ist heute zwischen 7 und 18 Uhr gesperrt. Ich würde jetzt mal fragen, wie beantrage ich Kindergeld? Das war jetzt noch nicht die richtige Antwort. Sie findet jetzt nichts. Also die Fehlermeldung, die wir rückgemeldet bekommen aus der Bürgerschaft und die wir selber auch über die Ämter, also wir testen uns selber, die geben wir an Aleph Alpha weiter. Was muss die KI ändern, damit die Eingabe zielgenauer ist? Es geht eigentlich immer um die Zielgenauigkeit der Angabe. Noch ist die Technologie in der Testphase und funktioniert nicht zuverlässig. Für Aleph Alpha eine sensible Zeit. Jonas Andrulis braucht Investoren und frisches Geld. Und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt wächst der Vorsprung von Microsoft und OpenAI. In fact, a race starts today, and we're going to move. We're going to move fast, and for us, every day, we want to bring out new things. Am 14. März 2023 veröffentlicht OpenAI ChatGPT 4, die bis dahin leistungsfähigste künstliche Intelligenz, und senkt gleichzeitig die Kosten für die Nutzer stark. Jonas Andrulis und sein Team sehen ihr Geschäftsmodell bedroht. Write a poem about fly fishing from the perspective of a fish. Okay. And it goes on for hours. It's huge. Oh, wow. In the depths where shadows weave and play, in this cool, clear waters where I stay, I am the fish beneath the silver stream, where life's a dream, or so it seems, a wily being, sleek and sly, with ancient instincts to live and die. Yeah, goes on. Yeah, well. Yeah. They see the essence of my heart. I went to an apartment with a number of colleagues and we watched on a big projector screen the announcement of GPT-4. Someone had a ChatGPT Pro account so they could use GPT-4 and we could play with it. And we were very impressed and surprised by how good it was. It's not upsetting when someone comes out with a great piece of technology because we're researchers and building technology, and that's how it is. You know, when you're a violinist and you go and you watch an amazing solo by an incredible violinist, you don't feel, I'll give up. You know, it's inspiring. I was a little stressed out. Yeah. I was in the middle of conversations with potential investors, business partners, and I knew that in every conversation I was going into, somebody would say, but GPT-4. I would have wanted to build GPT-4 myself. 2 years ago, get 200 million, be the first model at that level of capabilities out of Heidelberg, out of Europe. It caused a lot of frustration in the team, and I saw that. That's painful to see. Eigentlich ist der Vergleich zwischen OpenAI und Aleph Alpha absurd. OpenAI gehört knapp zur Hälfte dem Tech-Riesen Microsoft, der über 10 Milliarden Dollar in das Unternehmen pumpt. Jonas Andrulis hat bis zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 28 Millionen Euro eingesammelt. Und doch will er es mit der Weltspitze aufnehmen. Wir stehen alle enorm unter Druck, weil wir ums Überleben kämpfen. Weil wir eben sagen, wir haben mit extrem weniger Geld Weltklasse geschaffen. Wir sind im Prinzip vorne mit dabei in der obersten Klasse und wissen aber alle,
dass jetzt eine Welle von Geld auf uns zurollt, die Microsoft einsetzt, der wir nichts entgegenhalten können. Is it for you easier to speak in French or English? I might find it difficult to make really French without English words everywhere. Yeah, because, yeah. Während Jonas Andrulis sich sorgt, dass die Platzhirsche Microsoft und OpenAI ihn an die Wand drängen, ist die Stimmung bei Thomas Wolf richtig gut. Hugging Face hat 200 Mitarbeiter und Büros in Paris, New York, Amsterdam. Das Unternehmen baute eine erfolgreiche Plattform, auf der Programmierer und Unternehmen KI-Modelle mit anderen teilen und weiterentwickeln können. The philosophy, the mission and the values that we push are actually very European by some way. Being careful about the data, try to build something responsible, and not just go fast and break it. ChatGPT, on a clairement une valeur anglo-saxonne dans le modèle, etc. Et donc on se demandait, est-ce qu'on ne peut pas faire un projet pour essayer d'extraire et de mesurer ça, et avoir des sortes de benchmarks qui diraient, est-ce que ce modèle est finalement un modèle anglo-saxon, je dirais, peut-être dans les valeurs, ou est-ce que c'est un modèle français ou allemand? Donc, ce serait très intéressant peut-être de faire une étude comparative, maintenant que tu parlais, ça, je réfléchissais, entre ChatGPT et Bloom Chat, peut-être, quand on pose une question, si on le pose en plusieurs langues, est-ce qu'il y a le content filter qui va pop-up? Pop-up. Sur quel type de questions? Est-ce qu'il va y avoir une approche plutôt américaine, plutôt européenne? Donc ça, ce serait intéressant à étudier. C'est ce qu'on appelle le pluralisme de valeurs. C'est-à-dire qu'on reconnaît que chaque population dans le monde a un système de valeurs différent. Nous, déjà, ici, dans cette pièce, on a énormément de nationalités différentes. Et aussi, il faut aussi poser la question de qu'est-ce qu'une valeur, à quoi on tient, qu'est-ce qui est important pour nous. Optimistic sparks in Europe, like new startups. In Germany, Aleph Alpha is already, I would say, a big player. In the UK, Stability is obviously a very visible player. Here in France, there's Mistral is new player. In Finland, so in almost every European country, I see at least one or two like startup with this ambition to become and to build something big. So idealistisch Thomas und sein Team von Hugging Face auftreten, es gibt auch Kritik. Open Source hin oder her, am Ende ist es eine kleine Tech-Elite, die gerade bestimmt, wie unsere Zukunft aussieht und welchen Risiken wir ausgesetzt sind. Tous les businessmen que je rencontre me disent il faut former, voilà. Donc c'est la société qui doit se former sur ces sujets-là. Et nous, finalement, on fait des systèmes. Et bon, je pense que dans les systèmes qu'on est en train de créer, il y a une part d'empowerment aussi. On peut les créer d'une manière ou d'une autre, une manière qui ouvre plus, qui laisse à la personne qui est en face le loisir de comprendre ce qui se passe, un peu. Donc ça fait partie d'obligations qu'on peut donner aux industriels. On a créé des sortes de machines culturelles qui ont digéré toute la culture. Elles ont été créées par des mathématiciens qui n'ont aucune approche à la base. Alors je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Il faut trouver des nouveaux moyens, comme ça, d'expliquer ça à des gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt non plus pour les maths. Enfin, ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour utiliser ça comme un outil, mais pour qu'ils comprennent les limites et qu'ils puissent commencer à faire confiance à ces modèles, quoi. C'est-à-dire faire confiance, ça veut dire en fait juste comprendre quand il marche pas. Vous pouvez faire confiance à votre GPS parce que des fois, quand il vous montre un chemin, vous dites non, ça c'est un chemin de GPS, je ne te suis pas. C'est aussi super d'avoir un champ de recherche aussi énorme qui s'ouvre, non? Moi, je trouve ça fascinant. Il y a un gouffre quand même de non-connaissance. Ouais. Il y a un gouffre. Ah, oui. La responsabilité, finalement, elle est où? Parce qu'on a une certaine responsabilité en tant que développeur, chaque chat, mais il faut pas contraindre l'idée de connaissance, mais il faut quand même contraindre lorsqu'il y a des utilisations qui sont néfastes pour la société. Il y a un potentiel de manipulation incroyable. On est d'accord. Si tout le monde commence à s'informer pour les élections avec ChatGPT... je pense qu'il va faire une antidote à comment on fait pour accélérer l'éducation. Ça, c'est un bon sujet, les prochaines élections. Alors, comment on fait pour avoir finalement une éducation suffisante pour qu'on ne soit pas tous manipulés? Là, je ne sais pas comment on va faire.
C'est une très grosse question. Que se passe-t-il quand les gens commencent à demander à l'IA pour qui ils devraient voter? L'IA donne des réponses, comme toujours, ou pas. Qui choisit ces réponses? Qui en a envie? Qui a-t-on envie de voir choisir ces réponses? Là, j'ai pas de réponse. Pas de réponse à ça. Die Geschwindigkeit, mit der sich generative KI entwickelt, ist atemberaubend. Und die Tech-Giganten sind in den Ring gestiegen, um gegeneinander anzutreten, was die Entwicklung zusätzlich befeuert. Es geht um einen gewaltigen neuen Markt. Bei führenden KI-Wissenschaftlern wachsen die Sorgen, dass die großen Tech-Konzerne in ihrem Wetteifer Technologien erschaffen, die nicht mehr beherrschbar sind. I think we've made a mistake when my Swedish countryman Carl von Linnaeus branded our species as Homo sapiens, because sapiens means the thinking Homo, the smart one, right? We're not going to be the smartest anymore. Maybe we should rebrand ourselves to Homo sentiens, the feeling human. We can feel curiosity, meaning, purpose, love. That is what really makes us unique. We should ask, how can we keep control over the machines so that we can use them as tools to build a world where we can really have human flourishing with positive experiences. In 2014, when I founded the Future Life Institute, it was quite taboo to even talk about AI safety at all, because that would imply that it wasn't totally safe. And a lot of AI researchers thought that it would be bad for funding and that only weird people worried about this. It was very much like a coming out of the closet moment for people to sign this letter and say, oh, you too are worried? Think we should slow down a little bit? Oh, I didn't know that. And then it suddenly become socially acceptable. TechMark und sein Future of Life Institute veröffentlichen einen Brief. Die Gefahren, die von künstlicher Intelligenz für die Menschheit ausgehen, seien existenziell. Die menschliche Zivilisation könne daran zugrunde gehen. Hunderte KI-Forscher und Tech-Größen unterzeichnen den Brief. Darunter Tesla-Chef Elon Musk, Apple-Mitgründer Steve Wozniak und der Turing-Preisgewinner Yoshua Bengio. And it's been quite shocking that once we put this letter out and kind of a who's who of AI researchers signed it, the conversation really exploded. My worst fears are that we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. I think that could happen in a lot of different ways. It's why we started the company. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. And we want to be vocal about that. We want to work with the government. I think he was serious about that. I think that's kind of, so we were talking about these existential risks, and I also believe there are existential risks. There are also a whole spectrum of other risks, and I know of some. I talked to him a couple of times about this. You know, he very much recognizes them as well. On the one hand, of course, these warnings about the major power of this new technology also amplify the significance of the products that these people are building. So it could also have an indirect marketing effect, right? Like, look at the incredible things that we're building. But also, let's make sure that nothing goes wrong. And for that, they look to the politicians. The net effect of that could be that if, heaven forbid, something goes wrong, they could say, well, we warned you, but the politicians did not act, or they did not act in time. So I'm looking at a paper here entitled Large Language Models Trained on Media Diets Can Predict Public Opinion. This is just posted about a month ago. This work was done at MIT and then also at Google. The conclusion is that large language models can indeed predict public opinion. I want to think about this in the context of elections. Should we be concerned about large language models that can predict
survey opinion, and then can help organizations, entities fine-tune strategies to elicit behaviors from voters. Should we be worried about this for our elections? Yeah. Thank you, Senator Hawley, for the question. It's one of my areas of greatest concern, the more general ability of these models to manipulate, to persuade, to provide sort of one-on-one, interactive disinformation. I'm nervous about it. I think people are able to adapt quite quickly. When Photoshop came onto the scene a long time ago, for a while people were really quite fooled by Photoshopped images, and then pretty quickly developed an understanding that images might be Photoshopped. This will be like that, but on steroids. And the interactivity, the ability to really predict humans well, as you talked about, I think is going to require a combination of companies doing the right thing, regulation, and public education. ...2024 is a crucial election year, not only in the United States, but worldwide. There will be European Parliament elections, there will be elections in India. I mean, it's a large amount of people in the world will actually go to the polls. And while we're living in this big experiment where it's very hard for independent researchers, journalists, civil society organizations to probe these models, that we may only find out, what the harms and malign uses as a weapon against democracy were when it is too late. Wenige Tage nachdem Sam Altman im US-Senat aufgetreten ist, gibt er ein Statement heraus, das hochrangige Führungskräfte von Google, Microsoft und anderen Tech-Unternehmen unterzeichnen. The fact that it was the companies who themselves were asking for this type of regulation, and it was the leading researchers who were asking for the government to get involved, that really was the turning point in the conversation. Zu verstehen, welche Dynamik generative KI hinter den Kulissen der Weltpolitik zu diesem Zeitpunkt auslöst, muss man hoch in den Norden fahren. In das schwedische Küstenstädtchen Luleå, 100 Kilometer südlich des Polarkreises. When people say that artificial intelligence is going to be like the next industrial revolution, I think they're underestimating its impact. It's not just going to be a new technology like the steam engine. It's like building a new species. A species that's much smarter than us. President Biden himself was having meetings on artificial intelligence, in some cases as often as 3 times per week. And I will tell you that not very many things get on the president's calendar for 3 times a week. Es ist der 31. Mai 2023 und ein wenig wirkt es so, als seien an diesem Tag UFOs gesichtet worden. Und vielleicht ist etwas dran an dieser Analogie, denn seit kurzem teilt sich die Menschheit den Planeten mit einer weiteren intelligenten, wenn auch künstlichen Spezies. Wie soll die Politik darauf reagieren? Democracy needs to show that we are as fast as technology. You saw the first letter on asking for a pause of 6 months. You saw yesterday a number of very, very insightful people signing up to say you need to do something for the very existential risks. And then you have the non-existential risks as well. Why is it important for the European Union to have a common policy with the US concerning AI, and shouldn't other parts of the globe be included in the conversation? Europe is important, but this is bigger than Europe. US is important, but it is bigger than the US. But if the two of us take the lead with close friends, I think we can push something that will make us all much more comfortable with the fact that generative AI is now in the world and is developing at amazing speeds. Jonas Andrulis ist zu dem Spitzentreffen in Schweden eingeladen. Er soll hier die Sichtweise der europäischen KI-Startups vertreten, die faire Wettbewerbsbedingungen fordern.
Es gibt natürlich andere KI-Unternehmen in Europa, aber wir sind halt das, was am ehesten da noch in Sichtweite ist mit der Weltspitze. Und ich gehe davon aus, dass das schon der Grund ist, warum wir da sind. Und nicht, weil wir nicht so charmant sind. Just when there's a switchover. Thank you so much. Thank you. Exactly. What kind of change coming in some industries? How do you feel about that? We can raise more capital. Yeah. I think we have two weeks ago I was at Sapphire conference, SAP Sapphire conference, and Christian Klein on his opening keynote, he kind of said our key partners for generative AI are Aleph Alpha, Google, and Microsoft. Nice. And then I'll have events coming up with HPE, with Antonio Neri. What do you think about our colleagues on the other end here from Anthropic and the latest statements, etc.? Oh, so the statements on like safety or... like yesterday and so on. It's long term, it is possible to conceive catastrophic events. I've had Brussels and Berlin, and they basically are scared. We will start with Jonas Andrulis, who's the founder and CEO of Aleph Alpha. The floor is yours, and thank you very much for being with us today. All right, thanks for having me. I think we're all like a little bit dizzy. The speed of change, like everybody I know that is in AI is kind of stressed out. And with this technology, we are only even just scratching the surface. I fear that knowledge work is an important part of what is happening in Europe. So this is an opportunity for us to build new empires, to build new value, but it's also a risk that we're losing a substantial pillar that we're standing on. Thinking about how we can make this a fair playing field, because I think it's in everybody's interest that Europe will contribute to a safer future in AI. Thank you very much. From our perspective, Während die USA und Europa um eine gemeinsame Strategie ringen, entsteht am anderen Ende der Welt, in China, gerade ein KI-Ökosystem, das nach seinen eigenen Regeln funktioniert und Chinas Aufstieg zur Weltmacht ebnen soll. I always remember my mom and my dad pushed me to this Olympic school in order to get specialized in mathematics, and also English school. It's like extra work besides this regular school work. So basically you have to take the lessons on Saturday, on weekend. It makes me a quick learner. And my mom is correct, right? So in order to keep progress, in order to keep pushing yourself, you have to keep learning. And I always tell my employees also to keep learning, to keep up this fast pace in AI. My father was a professor in computer science, so I'm very lucky to get in touch with AI in the very early days. Back in 2009, I was trying to build some AI models, very simple AI models. Nowadays, if you look from today's large language model perspective, that model is like a very simple like a small ant. Han Xiao ist ein Grenzgänger zwischen China und dem Westen. Er hat für den chinesischen Tech-Riesen Tencent gearbeitet und für den deutschen Versandhändler Zalando. Vor 3 Jahren gründete er seine eigene Firma, Jina, ein KI-Start-up, mit Büros in Shenzhen und Peking. Der Hauptsitz aber ist in Berlin. Oh, we're doing another interview here. Why? Yes, for the website. For the website? Yeah, we have the internship program with interns, and now we want to add also like employees' experience, so people can see how it is to work at Jina. Yes. Not only from an intern perspective. Yes, I see. So, Kalima, of course, from India. Isabella from South Africa. Yeah, from South Africa. Aladdin from Tunisia, right? Jack Min from Malaysia. Michelle, finally, from Germany.
I have a limited amount of wires, right? And so I can only power one monitor. And so like sometimes I really need to like show people the architecture and like also show people the results of the model. And so it's nice that I have like this second screen where I can draw on it as well. So like it basically becomes touch screen. Yeah. So this is basically showing the progress of training the model. It's kind of like a stock market, right? I see this model performs relatively good because you can see it's increasing over time, but sometimes it's not very successful. For example, this model start very high, but then the progress kind of stops. That is wasting our time, it's wasting GPU resources, energy, and so on, right? Han Xiao und sein Team arbeiten daran, die KI-Modelle für bestimmte Anwendungen zu optimieren. Die Verknüpfung von Text, Video und Bildern zum Beispiel. Ihr Ziel ist es, die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine immer intuitiver und natürlicher werden zu lassen. A lot of people may recognize this guy. This is a kind of grandpa meme, right? So it's very popular on social media, right? So if you upload this picture to the algorithm, it will generate a story. You can generate comedy, erotic, fantasy, horror, all this kind of story. So we just keep it default and then we just do. It wasn't supposed to be like this. I was meant for more. He whispered to the room, his words echoing into silence. I am more than the lonely man I've become. More than these disappointments. Suddenly, his eyes glinted, a revelation forming within his mind. Perhaps it is time I showed the world that again. With strengthened resolve, Arthur placed the coffee down, marking an end to his solitary reflection and the beginning of a new chapter. So basically, this is what you can do when you push multimodal AI into an extreme, right? So you can see from a single image, you are able to generate not only a text description, but an emotional audio story. Eventually, Chinese company will be in the leading position in this generative AI. 2 months ago, I was participating in this World AI Congress in Shanghai. And during that conference, there was 30 large language models released on one day. Some from big companies like Tencent, Alibaba, Baidu, some also from like middle-sized companies from different industry even, right? For example, from bank. This Chinese company are usually very good at learning from US company, right? So they kind of copycat what US company are doing and then make it even better. I don't doubt that one day you will see one of the top models in the benchmark, in the leaderboard, are actually from China. Die Frage, welche Unternehmen das Zeitalter der künstlichen Intelligenz dominieren werden, hat auch geopolitische Folgen. China nutzt das Know-how der Tech-Konzerne, um seine Macht auszubauen. Die freiheitlichen Gesellschaften versuchen dagegen zu halten. My name is Jeffrey Kane. I was a longtime journalist and foreign correspondent in China. I wrote a book called The Perfect Police State, and I was an advisor to the US Congress, to the House of Representatives on sanctions and Chinese politics. From what I have seen around the world, in China and elsewhere, I am deeply concerned that we do not know how to manage AI yet. We do not know what's coming. We do not know how to rein in this technology and put it to the good use of our democracy. China has been leading in bringing technology under state control and in fact using it as an instrument for state power, whether it is for internal control and censorship, grip on society, or whether it is their global ambition to have digital infrastructure around the world and
to work with countries, for example, think about the African continent. It is, of course, a vision that is at direct odds with that of democratic societies. In 2017, China's national strategy for artificial intelligence, and this is a public document, set out the explicit goal of dominating global AI technology. And so I think the United States has explicitly set the goal that we are not going to assist China in rising as an AI-enabled authoritarian superpower. Ironischerweise waren es aber große US-Konzerne, die die Politik ihrer Regierung in der Vergangenheit unterlaufen haben. Mit dem Ziel, Zugang zum gewaltigen chinesischen Markt zu bekommen. Allen voran Microsoft. Microsoft is the most pivotal and important Western company operating in China that has helped the Chinese government develop its AI dystopia. Microsoft set up an office in China called Microsoft Research Asia. This was a gesture from Bill Gates back in the 1990s because he wanted to guarantee stronger market access to China. This laboratory has gone on to train the who's who list, the superstars of the Chinese artificial intelligence world. Many of the key people in this laboratory have gone on to found companies such as Megvii, SenseTime, or either found them or they've taken on very senior roles in them. That was like the incubator of the modern Chinese internet or AI industry. A lot of great people, great researchers, startup founders actually come from Microsoft Research. And those talents are now becoming kind of the very big influencers, opinion leaders, and really like entrepreneurs in China. Yeah. Microsoft half, Chinas Tech-Elite aufzubauen. Und die wiederum wurde von der chinesischen Regierung instrumentalisiert, um einen gigantischen Überwachungsstaat aufzubauen, der mit Hilfe von KI gemanagt wird. Like in China, in Beijing and Shenzhen, you can find the most CCTV camera in the world, right? So, and to be honest, like general public get used to it, right? So they don't see this as intrusion to their own privacy or having a software that analyze their behavior, you know, because the kind of the narrative there was to protect them, right? To make the society more secure, right? Protect from terrorists and so on, right? So in general, like the public over the last 10 years has already accepted the fact that there are surveillance everywhere. And now, not only you have an option of listening to all the information that people exchange in society, now you also have the cognitive capacity to process all of this. So that's a scary future. Unfortunately, it's definitely not an impossible one. Right now we have like over 500 city brands across the country. That means one city is just like Shanghai. They have a lot of big data analysis center. They're collecting all this data from different areas, and they have the machine, they have the algorithm, like centralize it and do the computation analysis and making all these decisions. The Chinese government has used all forms of AI so far. They see AI as an extremely powerful tool that they can use for the military, for national security, for state surveillance, police work, also the management of cities, traffic. They have been selling these same technologies all over the world, especially to authoritarian governments, with the promise of total surveillance and a nation free of crime, free of dissidents. It's a brave new world because we have not yet found a solution to this in the West. China prescht vor. Die USA verfolgen eigene Interessen. Und Europa ringt um Unabhängigkeit. Wenn es Europa nicht schafft, bei dieser Zukunftstechnologie dabei zu sein, wird es amerikanische oder chinesische KI sein, die in nie gekanntem Maße in die privatesten Bereiche eindringt. Die uns so gut kennenlernt,
wie unsere nächsten Freunde und Verwandten, die mit uns rund um die Uhr kommunizieren und unser Denken und Handeln manipulieren wird. Um das zu verhindern, braucht Europa Unternehmen, die nicht nur programmieren können, sondern eine eigene Hardware-Infrastruktur aufbauen, damit die hochsensiblen Daten unter Kontrolle bleiben. Die most precious commodity, die wichtigste Ressource für die Zukunft von generativer KI ist GPU-Power, also Compute-Power. Die wird in Zukunft so wichtig und so essentiell sein, wie es bisher Strom und Wasser und Ähnliches gewesen ist für Entwicklungsprozesse, die wir gehabt haben. Es gibt schon so ein geflügeltes Wort im Silicon Valley, the GPU poor, die Leute, die arm an Grafikkarten sind. Um High-End-Sprachmodelle zu trainieren, braucht es Tausende von Hochleistungsgrafikkarten. Entsprechend knapp ist das Angebot. Auch deswegen binden sich viele kleinere Player an große Tech-Konzerne. Ganz viele von den Deals im Bereich generative KI der letzten Monate haben Unabhängigkeit gekostet. Viele Unternehmen haben Partnerschaften gemacht mit großen Konzernen, indem sie Einschränkungen bei der Hardware-Auswahl, Cloud-Auswahl, Integrationen akzeptiert haben. Und das war eine Sache, die wir auf keinen Fall machen wollten. Jonas Andrulis hat den Wert eigener Hardware früh erkannt und für seine Firma ein Rechenzentrum in Deutschland aufgebaut. Aleph Alpha bekommt deswegen für die Politik zunehmend strategische Bedeutung. Kannst du in Ruhe, kein Geld drin. Nee, kein Geld drin. Sie werden in den Medien immer als die deutsche Antwort auf ChatGPT stilisiert. Ist das so? Nee, das ist falsch. Also einfach weil, also gerne die deutsche Antwort auf OpenAI, ja, das ist schon eher, aber ChatGPT ist ja wirklich ein Produkt, was sich an den Konsumenten richtet. Ja, und was wirklich dafür gedacht ist, damit da irgendwie Schüler ihre Hausaufgaben mitmachen können oder damit man ein Gedicht zum Geburtstag der Oma schreiben kann oder so, ja. Und das ist gar nicht unsere Zielgruppe. Wir sagen wirklich, wir wollen dorthin gehen, wo die komplexesten, kritischen Arbeitsprozesse sind, also zum Beispiel in Finanzindustrie, in der Verwaltung, in der Sicherheit, im Gesundheitswesen. Und wir wollen dort Assistenzsysteme bauen, die den Menschen unterstützen. Wir sind ja hier in einem Ministerium und die öffentliche Verwaltung könnte enorm von KI profitieren. Wir haben ja unglaublich viele Vorgänge, die systematisiert und bearbeitet werden können. Und deswegen war im Schwerpunkt meiner Arbeit, auch als ich bei euch war, so ein bisschen die Frage, wie kann die öffentliche Hand als Ankerkunde Aufträge generieren, wenn ich das so sagen darf, die dann AI-Technik in Deutschland und in Europa mit Aufträgen versehen. Ich meine, das ist ein AI-Unternehmen, das auf Verwaltung zielt und wir sind die Verwaltung. Also das müssen wir nur sehen, dass wir von unseren Kundenverkehren bis zu den Förderbescheiden bis vielleicht zu den Genehmigungen Cases generieren, an denen die sich erproben können. Wir reden sehr viel über Regulierung und ähnliche Aspekte. Wenn wir aber dort bei dieser essentiellen technologischen Grundlage abhängig vom Ausland, von kommerziellen Firmen weiterhin sein werden, dann kann es in Zukunft potenziell so uns gehen, wie es mit Energie, mit dem Gas im letzten Jahr gewesen ist, wo wir auch gewisse Dinge sagen wollten, aber es dann nicht mehr konnten, weil es sonst hier kalt und dunkel geworden wäre. Das Rechenzentrum, das Aleph Alpha bisher die Unabhängigkeit sichert, stammt vom US-Konzern Hewlett-Packard Enterprise. Hewlett-Packard Enterprise ist einer der größten Player, wenn es darum geht, Compute-Infrastruktur aufzusetzen. Also die bauen Rechenzentren, die statten interne Serverräume aus. Also diese Hochqualitätsinfrastruktur, auf der die moderne Welt läuft. Ein Großteil davon kommt von HPE. Andrulis hat es geschafft, eine strategische Partnerschaft mit HPE zu schließen. Das heißt, er wird mit Hardware beliefert, ohne sich exklusiv an den Konzern zu binden.
Außerdem will er auf diese Weise Zugang zum US-Markt bekommen. Hier in Las Vegas will er den Deal mit HPE-Chef Antonio Neri besiegeln. Welcome to HP Discover 2023. This event is special because it is our annual opportunity to reunite with a global community of customers and partners. Wir announcen ja heute wesentliche gemeinsame Offering mit HPE. Also es gibt eine Pressemitteilung, die gleichzeitig rausgeht. Es ist wirklich ein gemeinsamer Go-to-Market und das ist eigentlich das Wichtige. Das Wichtige ist nicht, dass ich irgendwo auf einer Bühne stehe, sondern dass wir jetzt mit einem wesentlichen Partner einen gemeinsamen Schritt gehen. Bin ich nervös? Ja, naja, ein bisschen, ja. Wir haben da jetzt monatelang drauf hingearbeitet. Sollte schon gut laufen. Go. What is the competitive advantage of your model eventually? So, I mean, we're building our model like we have an independent tech stack, so we're not relying on any kind of external dependencies. We recently solved explainability in a new way, so you can not only see positive, like confirming sources, but also disagreeing sources. You share with me an example of that. Yes, exactly, right, from your own kind of speech. So I think this is... There are analysts here, so be careful. Yeah, well. Also Amerikaner sind schnell, sind risikofreudig, aber natürlich muss diese Partnerschaft auch in dem Fall HPE nutzen. Jede Partnerschaft kann zu jeder Zeit zu Ende gehen. Jonas Andrulis will vermeiden, von einem Großkonzern abhängig zu werden, so wie es im Fall von OpenAI und Microsoft geschehen ist. Aber damit geht auch ein großes Risiko einher. Wenn seine Technologie nicht mit der Konkurrenz mithalten kann, ist er raus aus dem Rennen. We'll have more money soon. Yeah, exactly. I also want to. I'm hoping that yesterday helped a little bit with that. Like. Oh, certainly didn't hurt. Yeah. And I've got some kind of feedback from immediate feedback after the show, from investors on my cell phone. And of course I wanna kind of put this money to work. Yeah. So. Well, I think if we can get your help. If we could get your help to really say, okay, these are the application use cases. Yeah. I think if we can get that list, from you, and then we can turn around and look at, okay, one, how do we package it? Two, how do we, can we use it internally? Yeah. I think that would be great. And then obviously three, how do we make sure we line up the services offer? Thanks again for the partnership. Great to see you. Thanks a lot. I think what always attracted us to the relationship was Aleph Alpha's mission was to enable enterprise application use cases for LLMs and multimodal models. And most of the customers in the Valley, or most of the companies in Silicon Valley, were much more consumer oriented. So this concept of a single tenant LLM that can be trained with your data for your application really fits our core customer base. So freundlich die Amerikaner auch auftreten, sie wollen konkrete Ergebnisse sehen. Andrulis muss liefern. Und das schnell. I will show you anger. I have a smile for you. Und, bist du jetzt zufrieden bisher mit der Messe? Ich bin sehr zufrieden. Ja. Viele Menschen kommen vorbei und wollen mit mir sprechen. Was war das interessanteste Gespräch? Das interessanteste Gespräch bewegte sich möglicherweise um die Kommunikation zwischen Mensch und Roboter. Das KI-Wettrennen ist auch ein Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Wer schafft es, in den Fokus von Investoren zu kommen? Wer sitzt auf den Panels, wird wahrgenommen und zitiert? Wir haben ja so das ein oder andere Mastermind hier zu dem Thema heute schon gehört und gesehen, und es kommen natürlich noch einige. Ja, und bei dir wird es jetzt ein bisschen um die Frage gehen, inwieweit KI vielleicht demnächst selber für Innovationen sorgen kann. Jonas Andrulis steht plötzlich im Rampenlicht. Die Nischentechnologie von einst ist jetzt Hype.
Seine KI wird getestet und bewertet. Nicht immer freundlich. Die Wochenzeitschrift Die Zeit wirft Aleph Alpha vor, dass sich deren KI zu rassistischen und chauvinistischen Äußerungen provozieren lasse. Andrulis verweist darauf, dass es sich um eine Basistechnologie handele, die absichtlich nicht eingeschränkt werde. Low-hanging fruit für Journalisten. Ja, ich habe einen Screenshot gemacht, das Modell hat ein böses Wort gesagt. Jedes Feintuning, jedes Instruction-Tuning, was ich mache, leidet das Modell in gewissen Bereichen. Ja, also es verliert Fähigkeiten dafür, dass ich es eben gefälliger mache, sicherer mache. Und das sind vielleicht genau die Fähigkeiten, die ich im Industriekontext für Prozessautomatisierung brauche. embedding 变成 GPT 这种 brand， 变成 iPhone 这种 brand， 这是最重要的。你不要想什么这东西有什么用，这东西我们先把自己作为一个像 OpenAI 那种，像 OpenAI 这种，像就是 embedding top embedding platform，top embedding provider。我们的目标就是成为 OpenAI 的 embedding 的 OpenAI。I was talking to him about the upcoming plan because we are going to release a new product, which is kind of a competitor to OpenAI embedding platform. And so we were just kind of discuss what are the best way to kind of push the team to focus on this product, right? Because there is also like we have team with different cultural background, and sometimes it's very hard to kind of organize everybody to concentrate on one thing. This is also because the AI is developing so fast, and a lot of hypes are here and there, and people want to try this out, try that out. So I just talk to my CTO and make sure that all the senior engineers, senior leaders are kind of on the same page. For me as a CEO, my primary job is actually killing the fun, right? Killing the fun part by killing all this distraction to make sure that people concentrate on the single mission to make this company a success. We are kind of developer-driven company, so most of our customers, our users are actually developers, are software engineers. So for example, right now there is a Zalando sitting there, right? And their engineering team is also our customer. The biggest challenge is the competition in AI is just too intense. The investors are not stupid. Like most of the investors, especially when it comes to later round, investor has a very strict evaluation about this company. So the companies that we are competing with, such as Hugging Face from France and Cohere from US. So those companies are not like those guys previously worked at Google, or graduated from MIT, Stanford. So they are very smart people. So most of the investors will look at us as not as a small company, but they will evaluate us with more, not based on the hype, but based on the performance of the company, right? So that means we have to show two things: either the hyper growth of the user, so we need to grow the user base super fast, or we show them a solid revenue. Es ist Spätsommer 2023. Thomas Wolf ist im Familienurlaub in der Bretagne. Als Chief Scientific Officer ist er vor allem für die Forschung und Entwicklung im Unternehmen zuständig. Ein Bereich, der es erlaubt, zwischendurch auch mal Luft zu holen. C'est quoi votre programme aujourd'hui? Vous faites un truc spécial? Non, il y a juste hier qu'on a fait du trapèze. Vous avez déjà fait le trapèze hier du coup? Bah aujourd'hui, on va sûrement faire encore une fois n'importe quoi. Ouais. Et quoi? Et grâce aussi camouflé. Im Rampenlicht steht Thomas' Kompagnon Clément Delonge. Er ist der CEO von Hugging Face und nach außen hin das Gesicht des Unternehmens. Schwergewichte der Tech-Branche wie Google, Amazon, Nvidia und AMD haben in Hugging Face investiert.
235 Millionen $. Die offene Entwicklungsplattform für KI-Modelle ist ein Milliardenbusiness geworden. Was der Firma zusätzliches Prestige verschafft hat? Meta, die Firma von Mark Zuckerberg, veröffentlicht auf Hugging Face ihr High-End-Sprachmodell Llama 2. C'est un modèle sorti récemment par Facebook, enfin par Meta. C'est une sorte de ChatGPT en fait. C'est un concurrent open source et la différence c'est qu'il est gratuit et on peut l'avoir sur son ordinateur. On n'est pas obligé de l'utiliser à travers l'interface de ChatGPT et éventuellement de payer. C'est une boîte de Lego. Tout est ouvert, tout est accessible. On peut aussi l'acheter pré-monté parce que c'est pas facile à monter. Donc en fait, quand quelqu'un crée un modèle, en fait, il fabrique pour vous le Lego, il vous fabrique la superbe Bugatti en Lego. Mais après, elle est à vous. Vous pouvez aller l'ouvrir, vous pouvez voir comment est-ce qu'il a fait pour faire que le volant puisse faire tourner les vis. Vous ouvrez, vous regardez, vous démontez. Der größte Vorteil von Open Source, die freie Zugänglichkeit, ist zugleich die größte Schwäche. Was, wenn die Modelle von Kriminellen, Terroristen oder Geheimdiensten weiterentwickelt und für üble Zwecke missbraucht werden? Sicherheitsmechanismen beispielsweise, die die Entwickler eines Sprachmodells eingebaut haben, können leicht wieder entfernt werden. C'est une grosse question avec GameFace. On a commencé notre activité sous forme d'éducation et de donner accès à ces nouvelles technologies de manière large, en partant du principe que ça aiderait beaucoup de chercheurs. Mais comme c'est une technologie à double usage, ben ça donne aussi accès à des gens qui peut-être ne devraient pas savoir. There was a guy I met last year who had an AI designed to develop medicines, molecules that are good for your health. And just as an experiment, he put in a minus sign and trained it to look for molecules that were bad for your health. And within 4 hours, it discovered thousands of chemical weapons, including VX, the most powerful nerve gas that we here in the US have developed, you know. So, of course you shouldn't open source things like that. It's just crazy. I'm a scientist. I love open source, right? And it's undeniably, if you think about the pace of progress, how do you make sure that there is like the most progress? Open source is your friend. Having said that, I just cannot completely ignore all the dangers. And of course, the only argument I have seen so far from supporters of open sourcing everything is saying, well, we will figure it out. C'est aussi facile de rester sur le côté en commentant, simplement, en disant tout ça c'est dangereux, tout ça c'est pas bien. C'est plus dur de s'engager en disant je vais essayer de construire quelque chose de positif. Je vais essayer de construire quelque chose qui sera bien, ce ne sera pas forcément réussi, il y aura des essais, il y aura des erreurs, mais je vais essayer de le construire. Et là, on prend un risque. Là, on essaye d'avancer dans la direction de ses convictions. Das Massachusetts Institute of Technology ist eine der renommiertesten Tech-Unis der Welt. Eng vernetzt mit der Industrie. Was hier erforscht wird, hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Und natürlich ist das MIT auch bei künstlicher Intelligenz vorne mit dabei. Max Tegmark ist hier Professor, neben seiner Arbeit für das Future of Life Institute. Das Thema KI-Sicherheit bestimmt auch hier seinen Alltag. So we want to ramp up the effort and pace at which we do things. And it's also very inspiring whenever I go to Silicon Valley and meet with various companies there, how quickly they do things often compared to what we do in universities. So I thought it would be fun to, now we're lucky to have a whole bunch of talented people here, so we can ramp up. Tegmark und seine Mitstreiter wollen den Tech-Startups aus dem Silicon Valley auf die Finger schauen, Risiken aufdecken und uns, der Gesellschaft, quasi mit wissenschaftlicher Methodik klarmachen, wie wenig Zeit bleibt, um dem Sog der Tech-Industrie etwas entgegenzusetzen. So you've been working very hard on finishing your paper. We had a very, very long conversation about it yesterday, and I thought the very last part of what we talked about might be kind of fun for the whole group. Yeah, I completely agree. Do you want to draw that table yeah, on the board, sure, and maybe they can? Of course.
So, contribute some good quotes for it? So, like, we basically, as you know, modeled the conflict between, like, the movement to replace human livelihoods and maybe replace humans, period, versus, like, the movement to resist this and to preserve the status quo. So this doesn't just come, it's not just something Peter pulled out of a hat, it just actually comes from the math. So if you're naive, like, oh, we have AI that can do everything a human can do but better, my life will still be good. So we call that naivete. So if a lot of people believe this, then they will not invest personal sacrifices and personal costs to greater unite and for the movement to be in a better position to resist as a team. There's companies and open source developers that are working day and night with the goal of, taking people's income streams by creating AI models that are better than them at their job and their capabilities. So once you lose your income streams and your leverage, like, it's too late. Your options are more limited. C'est ça le risque principal, que 20 ans plus tard, quand on regarde en arrière, on se rend compte qu'en fait, on a tout automatisé sans se rendre compte parce que c'était facile, parce que ça marchait bien, parce que 99% des cas, l'IA faisait la bonne chose, et que maintenant, on n'a plus vraiment de contrôle sur une fonction qui était en fait vitale pour la société. Und der Prozess hat schon begonnen. Bisher sind es die intellektuellen und kreativen Fähigkeiten des Menschen, die ihn von anderen Lebewesen und Maschinen unterscheiden. Was, wenn uns diese Eigenschaften nun streitig gemacht werden? My name is Dr. Inango Lumumba Kasango, aka Samus. I'm a rapper, I'm a producer, and I'm an assistant professor at Brown University in the music department. Initially, I wasn't sort of tapped into all of the discussions that were happening around AI. Of course, peripherally, I was sort of listening, watching, reading. But I really started to tap into these conversations when I noticed what was happening at the intersection of hip hop and AI. And that's when I realized, whoa, this thing is moving really quickly. I mean, last year we were talking about a sort of AI generated rapper. And this year we're talking about rappers like Drake and artists like The Weeknd having their voices actually sort of cloned using AI technologies. And so the speed at which this has become sort of an immediate challenge for working artists is very alarming. Ultimately is the logic of capitalism. And as a human creator, what you can do is try not to be left behind. As a Chinese, we always feel that, like, technology, if you use it in a smarter way, it can, like, push you, uplift you yourself to become a smarter, greater creator. Machine and AI could do the job faster, cheaper, and they don't have strike, and they don't resist any ridiculous demand from the clients or from the bosses. And I can see that Chinese companies are already using it to replace human labors. So I think this is a very critical moment right now for the creators around the world. So this is something happening, and it's gonna be big in the next 3 to 5 years. So for folks like myself who, I've been able to build a life for myself, but I would definitely not say that I'm in the sort of like top tier of the music industry. There's a way that I think we're able to skirt under the radar and continue doing work as we're doing it, because it's so much about experimentation. It's so much about trying out weird things. And AI is so much about averaging. It's the people who are invested in playing in that space of the anomaly and playing with the unexpected who will sort of continue to thrive. Die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf unsere Gesellschaft sind weitreichend und komplex. Wie kann man eine Technologie regulieren, die sich so schnell entwickelt und deren Potenzial man kaum abschätzen kann?
Die USA tun sich schwer. Der Einfluss der Tech-Industrie in Washington ist groß und die politischen Mehrheitsverhältnisse sind fragil. The fact of the matter is that the US government moves slowly. It is a democracy. That slowness is built into the system. The US government is not supposed to be efficient and not supposed to be able to tackle problems quickly, because a government that is too efficient, can use that against its own citizens too. I think that we've now reached a state in our society that many philosophers and writers in the 20th century warned about, which is the inability to govern technology due to the increasing pace of change. Well, I certainly would not bet against democracies, but it will be a really tough adjustment period. Der erste große Gesetzesentwurf, mit dem künstliche Intelligenz weitreichend reguliert werden soll, kommt von der EU, der sogenannte AI Act. I definitely kind of really admire the European Union for being essentially the leader in this space. They took on this kind of regulation very seriously before anyone else really thought seriously of that. Jonas Andrulis ist nach Brüssel gereist. Zusammen mit anderen Start-up-Gründern will er den Politikern dort klarmachen, dass starke Regulierung die kleineren europäischen Player gegenüber der Konkurrenz aus den USA und China benachteiligen könnte. Bei solchen Veranstaltungen immer ein bisschen schwierig, weil man ruft so in die Welt hinaus und man weiß nie genau, was zurückkommt. Also es hören ein paar neue Leute zu. Man weiß natürlich, dass das Zusammenspiel innerhalb Europa und auch mit Europa wichtig ist. Aber wie viel da jetzt wir bewegen können, ist immer schwer zu sagen. Die Unterlagen? Ich kann natürlich auch einfach reden, aber ich habe schon was vorbereitet. Das ist eure Session sozusagen, ihr könnt euch jetzt mal aussuchen, wie ihr euch setzen wollt. Ja. So, good afternoon to all of you. I'm pleased to welcome you to the European Parliament, to this meeting, an important meeting at the right time. Something that will happen, and we already see it, like basically a few steps down the road, is there, like the cloud, like the hyperscalers have done with cloud compute, there will be an infrastructure for general intelligence that all the value creation, all the apps, all the new innovations in the world will build upon. And for us, there will be no second chance. If we cannot move fast, then we won't be able to try again in 12 months. Thanks a lot. Andrulis wiederholt seine Botschaft wieder und wieder, ob auf internationalen Bühnen, bei deutschen Politikern oder hier im Europaparlament. Smalltalk, Lobbyarbeit sind für Jonas Andrulis im Laufe des Jahres Businessalltag geworden. Also ich habe meine Karriere ja als Investmentbanker und Unternehmensberater angefangen mit Anzug bei 38 Grad, ohne Klimaanlage. Ne? Ich glaube, ich wäre kein guter Politiker. Das habe ich schon im Apple-Konzern gemerkt. Wie groß ist die Erfolgswahrscheinlichkeit?
lohnt es diese Zeit zu investieren, lohnt es diesen Kampf zu kämpfen? Ich glaube ja, ich glaube den Kampf lohnt es sich zu kämpfen, aber ich habe schon auch Momente, wo ich mir vorstelle, etwas anderes zu machen, wäre auch ganz schön. Kurz danach wird der AI Act vom EU-Parlament verabschiedet. Ten or even 5 years down the line, it is this governance structure that will give Europe the ability to deal with the rapid evolution of AI and to reap the most benefits from it. And we have worked first and foremost to ensure our citizens' rights and freedoms are not just respected, but protected and strengthened. We don't want mass surveillance, we don't want social scoring, we don't want predictive policing in the European Union, full stop. My name is Dragoș Drake. I'm a member of the European Parliament representing the Renew Group, the Liberal Group in the European Parliament. I'm a judge by profession. I was also a member of government in Romania, Minister of Digitalization, Minister of Interior, prior to coming to Parliament. AI will play very much into that power balance. Why? Because it drives our economies, but not only. It becomes also a geopolitical factor, both in terms of how warfare is going to look like, but also how this technology will play into many of the processes that will keep one part of the world or the other competitive. And therefore also the way you write the standards and how those standards become globally accepted standards is very important in that power balance that I mentioned earlier. So we're going to see very soon also, I think, a competition or possible clash in terms of global standards. And that is why we have to take measures to protect our interests and also to make sure that, again, our understanding of the role of technology is one that is shared by as many on the global stage as possible. In Nachverhandlungen wollen die EU-Länder Deutschland, Frankreich und Italien die Regeln des AI Acts noch einmal aufweichen, auch um die heimischen Player wie Aleph Alpha vor starker Regulierung zu bewahren. Am Ende aber setzt sich das EU-Parlament durch. Wir sind, was die Regulierung angeht, der Wirtschaftsraum, der mit vorneweg dabei ist. Und natürlich verbindet sich damit auch immer ein bisschen die Sorge, dass man zu viel Kreativität aus dem Markt nimmt. Also was die Regulierung angeht, sind wir besser in Europa, als was das in den Verkehrbringen von Technik angeht. Leider. The truth is it's ultimately going to be good for the tech industry as well to be regulated. Level playing field. Even seatbelts in cars were viciously opposed by the auto industry at first. But now, then when we got the law saying all cars have to have seatbelts, they started to sell much more cars. Han Xiao ist nach Shenzhen gereist. Als Geschäftsführer muss er Büros seiner Firma besuchen, um das Team zusammenzuhalten. So you see that there's red letters on the building. That is basically our office. But we are not that big. We are just one small room inside that big building. Er will für seine Firma Jina die nächsten Etappenziele erreichen. Und dafür müssen alle Mitarbeiter maximal mitziehen. Ja. 我把这写一下。对，这个带了一箱那什么，一些吃的。这个waffle饼，这个还挺好吃的，这个大圆的这个东西。你就得吃了，你得对着镜头吃了。I told them you have to eat now and make a happy face to the camera. When I work at Germany, people's greeting each other, like telling jokes, talk random stuff.
football match yesterday, all these kind of things. Here is more introvert. I'd say the office is more introvert. It's just like different working cultures. Both of them are pretty productive under my whip, right? I always think that a sequence of small success will make the team stronger and makes the team more confident on building things. Because larger success means larger hope. A larger hope could mean larger disappointment, right? Here in the startup, everything moves very quickly. Then we becomes a little bit stressed, we becomes a little bit nervous because, we could lose the advantages against the other competitors, against the market, and so on. Right? It's not about what we did, it's about how people perceive us, right, on what we did. Meanwhile, in Germany, there is also a team that working on releasing a new large language models. Yesterday, the leaders told me that this model can be ready on Monday, but it has been postponed for many times. So I have to see how it goes right now. Yeah. Am Abend hat Han Xiao noch ein Treffen mit einer potenziellen Investorin. Unterwegs ruft er seinen technischen Leiter an, um herauszufinden, ob die Veröffentlichung des neuen Sprachmodells klappt. Hey, 王楠，喂，你那个不是 embedding 那个东西 ，top 10必须得弄，就是你就每个人都妥协一点，你这个公司就没法去弄了，真的没法去弄了。不是你进不了 top 10，你这个就是，这个东西就是难上加难，真的，你这，对吧？谁在你这 platform 上用呢？对吧？如果你又不是 top 10的话。你这些实际的操作你一定要搞清楚啊 ！LinkedIn Post 准备好 ，Twitter 有没有准备好，对吧？这些总要有一个策略嘛，对吧？行吗？好，那就这样，好，拜拜，We want to, get into the top 10 model, a leaderboard. Our models get into the top 10, but. The team just told me, the German team just told me they probably cannot get into the top 10. That's why I get a little bit intense on my conversation, because I said this is something that we promised to ourselves. This word is very, very attention-based word, and if you cannot get into the top 10, it's just even if you get into number 11. Right? Nobody cares, right? So this is why I'm telling the team that it's not about engineering only. You also have to think about the whole company, like the marketing, sales. That all depends on the number 10, the top 10 models on this leaderboard. Yes. Hi, 你好。哎，刘女士，哎 ，Grace， 哎。对，哎。Grace Liu arbeitet für eine chinesische Investmentbank. In der Gründungsphase von Han Xiaos Firma vor 2 Jahren hatten die beiden schon einmal Kontakt. 就从今年开始的话，开始来给大家普及这个 AIGC 了，是吗？多模态的这些东西，对，我们现在的主打的方向实际上是2个，一个是就是基于提示词的一些技术，还有一个是基于 embedding 的技术。对，就是今年就是其实我觉得对于你们来说都会有一些挑战。所以我们做了一个软件叫 Palm Perfect， 其实我们把它做的非常开发者化。Palm Perfect， 然后现在就全球注册用户也有20万了。这么多，然后说这个就大家需求很多嘛，而
I don't think I can jump to my conclusion yet. But Han mentioned something very interesting to me about his new development and 2 new products. Actually, the most important thing is the CEO, him or herself, right? And whether he is a good entrepreneur, not only a scientist or a good developer. Mit Treffen wie diesem hält sich Han Xiao Türen offen. In China wie im Westen. Und bei seinem wichtigen Projekt gibt es dann doch ein Happy End. Das neue Entwicklertool schneidet in Tests ähnlich gut ab wie die vergleichbare Technologie von OpenAI. Es ist Ende 2023 und Jonas Andrulis hat es geschafft. Die große Finanzierungsrunde ist abgeschlossen. Das Unternehmen hat sich behauptet und Investoren überzeugt, eine $500 Milliarden zu investieren. Die wird Andrulis brauchen. Denn schon leitet OpenAI mit Dramatik die nächste Runde im KI-Wettrennen ein. We did a lot of things that smart people told me 4 years ago they would be impossible. Build deep tech AI R&D out of Germany, impossible. Fund this with mostly European capital, impossible. Build our own data center, impossible. Contribute category-defining research, impossible. And now we are entering into a new era, and I'm super happy to have you all with us. And thanks for being here and help us make this the best party that Heidelberg has ever seen. Thanks. Und Thomas Wolf hat nur noch wenige ruhige Stunden. Denn Hugging Face wird inzwischen auf $4,5 Milliarden bewertet. Mit erfolgreichen Start-ups und dem AI Act hat sich Europa fürs Erste zumindest einen Platz am Tisch der KI-Weltmächte gesichert. Neben den USA und China. Für die Menschheit bleibt die Frage, was für eine Welt bauen wir gerade für uns und unsere Kinder? I was holding my little baby Leo, who just turned 9 months old, and looking into his eyes and thinking that, right now, his language abilities are much worse than ChatGPT 4. And he's never going to catch up with AI, ever. I have 2 kids that are in middle school, and I'm thinking exactly about that, what I should teach them so they kind of prepared for the AI-infused future. How do we teach our kids to kind of build something like unique and individual? The machine is our sibling, it's our brothers or sisters, so we're working together. So I think that's how I feel. Même dans ces périodes charnières, dans ces périodes compliquées, les humains arrivent plutôt bien à s'en sortir. Ils sont créatifs, ils sont inventifs. Mon fils apprend déjà à programmer, ça l'intéresse beaucoup, les IA, il veut comprendre, il veut fabriquer des choses. Il veut qu'elle communique avec d'autres gens, il veut lui aussi utiliser ça pour parler avec d'autres gens. Ils vont sûrement faire un monde très différent du nôtre, mais je suis pas inquiet. Je suis optimiste, je pense, au final.